So sieht's aus, wenn Christoph shoppen geht. Ich würde sagen, 1, 2 Steine sind da schon mitgegangen. Eigentlich alles in diesem Fabriksverkauf. Von Figuren angefangen, da habe ich doch einiges hineingegeben. Bis zu Grünzeug und Mauersteine, keine Ahnung. Viel zu viel wieder mal. Ihr seht's, wir werden euch dann noch updaten, was wir da alles geshoppt haben. Ein Sneak Peek, ja bitte. Ein Sneak Peek für euch. Und ein exklusives Set. Aber das zeigen wir euch das nächste Mal. Hier auch noch eine Inspiration für unsere Kirche. Wir haben ja jetzt überlegt, ob wir nicht auch eine Kirche in Wild City aufbauen sollen. Finde ich eigentlich eine ganz nette Sache. Mir fehlen jedoch die bunten Kirchenfenster. Da vorne ist etwas Buntes. Aber wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Christoph trotz großes Sackers mobil wie eh und je und super schnell unterwegs. Bitte sehr. Du sollst das Miniland filmen und nicht mich. Ja. Ich habe übrigens beim Vorbeifahren mit dem Zug gesehen, dass es irgendwo ein Haus gibt mit einer Fiat-Werbung. Ich glaube auf jeden Fall, es war ein Fiat. Mit einer Fiat-Werbung auf der Fassade. Schaut echt cool aus. Das können wir uns dann noch anschauen. Herzlich willkommen im Miniland, der Lego-Ausstellung des Legoland Deutschlands. Wir nehmen euch heute wieder mit. Es gibt nämlich ein paar neue Sachen hier, oder jedenfalls glauben wir, dass die neu sind. Ich glaube schon. Ich sag's euch, wir sind da durchgegangen und ich dachte mir, ach, wir schauen uns das einfach nochmal an, was wir uns letztes Jahr schon angeschaut haben. Und irgendwie sind da so viele neue Sachen, wie zum Beispiel der Heißluftballon. So, also ja, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe, glaube ich, diesen Heißluftballon noch nicht gesehen. Man kann das sehr gut sehen, denn die älteren Aufbauten sind teilweise schon etwas ausgeblichen und vergilbt. Ja. Und es sind ein paar Steine dabei, die wirklich vor Farben nur so leuchten. Und die müssen also ja letztes Jahr dazugekommen sein. Auf jeden Fall ist hier ein großes Layout, ein wirklich tolles Layout mit verschiedenen Städten und Landschaften von ganz Europa eigentlich. Und man geht da einfach so durch, holt sich Inspiration für sein eigenes Lego-Layout. Das ist zwar hier kein Minifiguren-Standard, es ist alles ein bisschen größer, aber wem gefällt es nicht, wenn hier zum Beispiel der ICE fährt oder hier der Helikopter, so cool. Ich glaube, einen gestrandeten Bergsteiger birgt. Das ist einfach toll, da kann man gar nichts sagen. Übrigens auch so cool, ich glaube, das habe ich nämlich jetzt eigentlich gerade gesagt, hier wo dieser Ding geborgen worden ist, dieser Wanderer, ach, heute bin ich ein bisschen neben der Spur, ja, beim Betrachten dieser Bilder wundert es mich nicht, dass hier die Worte förmlich wegbleiben. Aber hinter diesem Hubschrauber ist, glaube ich, ein UFO gelandet. Oh, das wäre auch interessant. Also, kann man wirklich, in diesem Miniland könnte man einen ganzen Tag bleiben. Hier fahren Schiffe, hier fahren Züge, hier fahren LKWs. Toll ist auch dieses Allianzstadion, wo, glaube ich, wie haben wir gesagt, letztes Jahr 30.000 Figuren drinnen sind. Es bewegt sich ziemlich viel hier. Die Häuser sind total toll, Autos, also man kann hier wirklich Tolles erleben. Eine Empfehlung von uns, weil viele sagen, es ist so mühsam, da durchs Miniland durchzulaufen, aber ich finde ja, dass es eine super Idee ist, sich entweder einen Kaffee zu schnappen, ein Eis oder sonstiges und sich einfach auf eins von diesen Bankerl zu setzen und dort, seine Jause zu verschmausen und nebenbei schaut man sich das Miniland ein bisschen an. Auch super, weil dort die Bänke, auf jeden Fall immer, wenn wir dort waren, haben wir auf jeden Fall Schattenplätze gefunden. Also vielleicht eine gute Empfehlung auch für euch, verbringt doch die Pause im Miniland und dann habt ihr genügend Zeit, um dort auch nebenbei was anzuschauen. Genau, es bewegt sich nämlich auch immer wieder was. Die, hier, Liebfrau. Rita ist hier ganz begeistert gewesen von diesem Kran. Ja, Emanzipation so cool. Lässt grüßen. Das Miniland ist eigentlich nie besonders voll. Da gehen zwar Leute durch, aber es ist jetzt nie so, dass man jetzt erdrückt wird von den Menschenmassen und man kann hier einfach stehen und ein bisschen den Blick schweifen lassen, ein bisschen den Horizont sehen. Es kommt dann wieder mal ein Auto oder ein Zug vorbei. Hier ist, glaube ich, Frankfurt.
Was das ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall toll. Hier ist Wasser, es bewegt sich alles. Hier seht ihr die Figuren, die sind um einiges größer als die originalen Lego-Minifiguren. Aber natürlich hat man mit dem anderen Maßstab auch mehr Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, Schloss Neuschwanstein, wenn mich nicht alles täuscht. Also sie haben wirklich hier sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und ja, die Häuser und die Gebäude sind fabelhaft. Ich kann mich da sehr begeistern für dieses Miniland. Sie haben da wirklich total coole Details auch immer wieder eingebaut, und das wirklich Tolle ist, dass man meistens auf den ersten Blick nicht alles sieht, denn es sind so kleine Geheimnisse, so ein bisschen versteckte Sachen immer wieder, die man gar nicht auf den ersten Blick erkennt. Ja, das stimmt allerdings. Und ich denke mir, das ist auch das, was einfach interessant ist, wenn man als Gruppe hier durchgeht, weil jeder sieht was anderes und es ist eigentlich die ganze Zeit geht es nur hey schau, hey schau, hey schau. Also es ist wirklich, es ist es schon wert, und ich weiß, wenn es heiß ist, ist es sehr anstrengend, aber das geht schon. Und wie ihr seht, da hinten die Bankerl im Schatten, die sind doch perfekt. Richtig. Sehr einladend. Ganz genau, ja. Und das ist ja eigentlich so das Herzstück des Legolands, finde ich. Ich meine, man kennt das Legoland natürlich heutzutage auch als Ort, wo Achterbahnen fahren und so weiter, wo man einkaufen kann natürlich. Aber dieses Lego-Miniland, das ist irgendwie das Herzstück, und damit verbindet man das Legoland natürlich auch, dass in einem Legoland Legosteine zu finden sind, die ganz toll aufgebaut sind. Und weil du das eben gerade wieder herzeigst, ich muss sagen, dass dieses Jahr, oder vielleicht kommt es mir auch nur so vor, sich einiges mehr bewegt hat dort im Miniland. Letztes Jahr waren viele Sachen ausgeschalten, es haben sich viele Boote nicht bewegt und so weiter. Und dieses Jahr geht es wieder rund dort. Ich sag's euch, da war auch ein Feuerwehreinsatz, ja, ich glaube, das ist genau hier, der sich da bewegt, und die Boote und die LKW und Züge und alles mögliche, also das ist schon echt. Genau, also wir sind von dort natürlich wieder mit jede Menge neue Ideen nach Hause gekommen, aber so viel können wir natürlich nicht bauen, da wir haben zwar viel Platz für unsere Lego-Stadt, aber so viel auch wieder nicht. Das hier ist, glaube ich, nochmal Frankfurt mit dem Römer. Ja. Das ist auch sehr, sehr detailgetreu alles nachgebaut, und es sieht einfach, ja, ich finde, formidabel aus, auch wenn hier nicht alles aus Lego ist. Genau. Da spricht hier wieder irgendwas, keine Ahnung, was sie gesagt hat. Doch, ich habe nämlich gesagt, ich glaube, wir brauchen auch mehr Brücken in Wild City, und ich war am Überlegen, ob wir nicht vielleicht auch den Dachboden fluten sollen, aber irgendwie war Christoph nicht so begeistert von dieser Idee. Dabei habe ich mir gedacht, so ein kleiner Bach durch unseren Dachboden, das wäre doch was. Aber anscheinend. Die Idee hat Rita letztes Jahr schon hervorgebracht, aber da habe ich ihn abgelehnt. Und ja, hier seht ihr nochmal den ICE, wie er durchfährt. Das sieht auch sehr, sehr toll aus. Ich weiß gar nicht, was für eine Zugtechnik das ist. 9 Volt Schienen sind das auf jeden Fall keine. Aber vielleicht 90 Volt. Sieht sehr super aus. 90 Volt, das könnte sein. Ja, 10-mal so groß und 10-mal mehr Volt. Das würde Sinn machen. Also es bewegt sich auf jeden Fall jede Menge hier. Ich habe mir am Anfang gedacht, ich fände es irgendwie cooler, wenn beim Miniland alles aus Lego wäre. Sie haben ja sehr viel der Landschaftsgestaltung ja, aus echten Wiesen und echten Bäumen und Schottern und so weiter gemacht. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch irgendwie ganz cool. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es dann nicht eskaliert, muss ich sagen. Also, wenn das wirklich alles aus Lego wäre, puh, ja. Ich meine, okay, sie verbauen so schon extrem viele Steine, eigentlich wäre es schon egal, aber gut. Ich finde das irgendwie auf jeden Fall mit dem Wasser, finde ich sehr schön, also das ist wirklich, dass das halt echtes Wasser ist, das finde ich schon top. Bei den kleinen Bonsai, Bäumen, Sträuchern, die könnten natürlich wirklich aus Lego sein, aber das wäre doch eine Heidenarbeit, glaube ich. Würde ich auch sagen, ja. Habt ihr zum Beispiel hier diesen venezianischen Kirchturm gesehen? Ich weiß nicht, wie der heißt, aber der muss fast neu sein, denn das Rot, wie das Rot hier leuchtet, das ist unglaublich. Das kann kein 10 Jahre altes Lego sein. Und ein Strand, Leute. Ich war ja so begeistert. Es ist auch ein Strand hier, den habe ich auch nicht gesehen. Oder habe ich schon wieder alles vergessen? Da kann natürlich sein, dass mein erster Legoland-Besuch einfach so eindrucksvoll war, dass ich schon vieles wieder vergessen habe. Übrigens auch eine Performance haben wir da gesehen. Da wird wohl der Karneval von Venedig gefeiert und die Puppen tanzen hier, oder die Leute tanzen hier. Genau, schaut auf jeden Fall sehr cool aus.
Aber eigentlich war ich auch mega begeistert eben von dem Strand. Das ist ein Tretboot, ist dort, es fliegt ein Drache, alles Mögliche. Also das ist schon also ich muss sagen, Venedig gefällt mir hier sehr, sehr gut. Es gibt auch ein paar andere Bereiche, die wirklich schön geworden sind, aber da haben sie schon ein paar Highlights verpackt, auch mit den ganzen Booten, mit den Gondeln und wie das alles aussieht, auch von der Architektur her, der Dogenpalast und so weiter. Hier ist ja nochmal ein Strand für dich, liebe Rita. Da bekommt man schon Urlaubsfeeling, Leute. Ich sag's euch, wir werden uns auch bald auf den Weg machen nach Italien. Da fühlt man sich quasi schon dort. Möchte sich schon in den Bikini schmeißen und lospaddeln. Ein bisschen italienisches oder venezianisches Flair in Deutschland. Tiramisu. Ganz richtig. Aber auch zum Beispiel diese Häuser hier so rot, wie die aussehen, dass entweder haben sie die eingefärbt oder neu aufgebaut, weil die Farben sind da wirklich, ja, fabriksneu und da kann ich mich nicht erinnern, dass die letztes Jahr so ausgesehen haben, außer ich war letztes Jahr etwas farbenblinder, als ich es heuer war, aber ihr seht es auch auf dem Bild. Es ist wirklich, ja, nicht zu übersehen. Hier die wunderbare, wie heißt die Brücke? Rialto-Brücke, ich wollte gerade sagen, ja. Endlich weiß ich mal mehr, normalerweise bin ich in Geografie ein Nudelaug sondergleichen, aber in Italien, da kenne ich mich aus, Leute, ich sag's euch. Ich wollte Grande Brücke sagen, aber das ist ja der Kanal. Grande Brücke, ja. Aber hier hat Rita wieder was gesehen, ich weiß gar nicht, hier ist Tim im Kinderwagen, das Einzige ist nur, wo sind seine Eltern? Im Legoland. Er steht alleine hier in Venedig rum und ja, hoffentlich bekommt er keinen Hunger. Ja, das wäre schlecht. Aber wie gesagt, man schlendert hier so durch, lässt sich ein bisschen treiben, bleibt immer wieder mal stehen, schaut den Autos, Zügen und Bötchen beim Fahren und Schwimmen zu. Ja. Und ja, die Welt ist in Ordnung für mich. Also das gefällt mir hier wirklich sehr gut. Wir sind sogar ein zweites und ein drittes Mal durchgegangen, einfach aus Interesse, Kuriosität. Und ja, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Steine hier eigentlich verbaut worden sind und wie viele Leute hier schon ihre Fingerabdrücke hinterlassen haben, denn das Miniland ist ja, ich glaube 2002, wie das Legoland eröffnet hat, in Günzburg aufgemacht worden und hat sich dahingehend ja auch immer wieder verändert. Sie haben immer wieder Neues hinzugebaut und so weiter. Auch für Rita eine schöne Inspiration mit einem Spielplatz. Übrigens, die möchte ich nachbauen für unseren Spielplatz. Die was da quasi in der Mitte ist, ja, eben so eine Wippe. Ist eigentlich ganz simpel, aber glaubt ihr, ich hätte daran gedacht? Nein. Jetzt weißt du es. Deswegen, jetzt wissen wir es. Und man sieht auch immer wieder, ich meine, ich weiß nicht, wie die Winter in Günzburg sind, aber ich nehme an, nicht viel anders als bei uns, auch ein cooler Skatepark. Die Legosteine sind mehr oder weniger das halbe Jahr im Regen und im Schnee und im Sturm und im, keine Ahnung, vielleicht auch Hagel. Und die meisten davon sehen eigentlich noch ganz gut aus. Das Einzige, teilweise bei so Transparent-Steinen, auch zum Beispiel bei Windschutscheiben und so weiter, da sieht man schon, dass die nicht mehr ganz so frisch aussehen. Auch diese Baustelle, da weiß ich nicht, ob die nicht neu ist. Haben sie da ein Haus abgerissen oder so? Cool. Wenn ihr da links auf der Wand seht, da ist noch quasi die Dusche und sonstiges sieht man da noch. Also wirklich wie bei den richtigen Häusern, wenn da was abgerissen wird. Auch bei uns in der Stadt war letztens so ein Haus. Dass das einfach so cool nachgebaut ist. So viele Details, woran gedacht wird. Immer wieder sorgt das für Begeisterung bei mir. Und das ist auch die Werbung, wo ich dachte, das ist ein Fiat. Jetzt beim näheren Betrachten ist es doch, glaube ich, ein VW, aber gut. Rita sieht in allen Autos, die rot und klein sind, einen Fiat. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil wir selber auch einen haben. Das ist aber, glaube ich, eine VW-Käfer-Werbung gewesen. Hier der, was ist hier, der Bundestag oder sowas, wo die... die große Prominenz der Politik hier defiliert und aufmarschiert, natürlich mit genügend Polizei. Und auch einen Zoo haben sie hier, der auch toll ist. Wir wollen ja unseren Zoo jetzt mal erweitern. Da haben wir uns natürlich auch ein paar Ideen geholt. Der Berliner Zoo, oder? Ich war einmal in Berlin und ich glaube, das hat so ähnlich ausgesehen. Ja, da hinten ist das Brandenburger Tor, das sieht mir nach Berlin aus. Naja, hätte ja ein Zoo aus einer anderen Stadt aussehen können. Oder wird hier nicht gemischt? Naja, wahrscheinlich nicht. Und das hat mich auch sehr gefreut, weil es einfach auch wieder eine Urlaubserinnerung war, auch schöne Zeiten. Und das ist dann auch wieder so eine Sache, es ist nicht nur toll, weil es Lego ist, sondern eben auch, weil man sich wieder daran erinnert, in Venedig, da war ich schon mal dort oder in Berlin oder sonstiges. Und das ist schon echt auch, ja,
Urlaubsfeeling pur. Ja, es ist wirklich, und es ist auch ein bisschen, dieses Miniland, ich habe es ein bisschen immer so als Cool-Down-Phase genutzt. Wir sind ja Achterbahnen gefahren, wir haben alles Mögliche angeschaut und waren in Action, und dann geht man da einfach durch. Dort drinnen ist es relativ ruhig, hier fährt sogar ein U-Boot, der Kran, der Zug, hier ist alles in Bewegung, man steht da einfach und ja, lässt seinen Blick schweifen, lässt seine Gedanken umherschwirren, und ich glaube, da gibt es niemanden, der da rausgeht aus diesem Miniland und dem das nicht gefällt. Das stimmt, das stimmt. Ich meine, vielleicht ist man ein bisschen unruhig, wenn man rausgeht, weil man sich denkt, man möchte das jetzt alles umsetzen. Aber ich glaube, normalerweise ist es doch relativ entspannend und schön, einfach zu sehen, was man alles nicht machen kann mit diesen einfachen Steinen. Ganz richtig. Schon echt. Ja, liebe Freunde, das war's von unseren Eindrücken aus dem Legoland vom Juni 2021. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut euch auf jeden Fall auch die anderen, ich glaube insgesamt sind das jetzt 4 Videos, also die anderen 3 Videos an, wo wir shoppen gehen, einfach so durchs Legoland flanieren und so weiter. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis bald!